Befand sich Adolf Hitler auf einem gesunkenen U-Boot? World's most evil man, Adolf Hitler, escaped Germany in a U-boat on U-3523. Ein deutsches U-Boot der Kriegsmarine wird von Tauchern gefunden. Es handelt sich aber nicht um ein gewöhnliches U-Boot. Hier liegt etwas ganz Besonderes und das an einem Ort, an dem es offiziell nie eine Versenkung eines deutschen U-Bootes gab. Forscher das Wrack eines seltenen deutschen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg in 123 Metern Tiefe gefunden. Doch niemand darf das Wrack bergen. Aber warum? Niemand hat die Erlaubnis, das U-Boot zu bergen. Ein Rätsel beginnt. Das modernste U-Boot im Zweiten Weltkrieg, eine sogenannte Wunderwaffe, wird erst kürzlich auf dem Grund des Meeres gefunden. Hightech-Unterseeboot, das es so bisher noch nicht gab. In nur 3 Monaten entstehen die Pläne für ein völlig neues, allen anderen Modellen weit überlegenes U-Boot. Nach offiziellen Angaben dürfte hier überhaupt kein Wrack liegen. Die Briten hatten die Untergangsstelle geheim gehalten. Dafür hatten sie gute Gründe. 1945 verschwindet das modernste U-Boot der Welt spurlos. Offiziell hieß es, dass der Kapitän eigenmächtig und ohne Einsatzbefehl auslief. Was das Schiff geladen hatte und ob es hochrangige Passagiere beförderte, bleibt unklar. Schnell kommt das Gerücht auf, dass Adolf Hitler mit diesem U-Boot flüchten wollte. The idea that this mysterious submarine might have gotten away and taken Hitler with it, well, that rumor was laid to rest on the bottom of the ocean. Ein CIA-Dokument aus dem Jahre 1955 untermauerte diese Theorie. Auch weitere hochrangige Personen, die im Gepäck Gold und Kunstschätze hatten, sollen sich auf dem U-Boot befunden haben. Zudem die geheimste deutsche Waffentechnologie, also Hoch- und Höchsttechnologie, die zu einer geheimen Basis verlagert werden sollte. Dieses U-Boot vom Typ 21 konnte weiter und schneller fahren als alle anderen U-Boote. Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen, und hatten einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne verseucht zu werden. Diese Boote sollten mit 400 Booten die Küste von Amerikas blockieren. Jetzt erzähle ich mal was. Es konnte sogar wesentlich tiefer tauchen als heute zugegeben. Die Tieftaucherprobung gefahren, bis auf 400 Meter. Was sich tatsächlich auf diesem U-Boot befunden hat, könnte durch eine Bergung geklärt werden. Doch ist das strengstens verboten. Niemand hat die Erlaubnis, das U-Boot zu bergen. Dieses hochmoderne U-Boot, was seiner Zeit weit voraus war, war das letzte deutsche U-Boot, welches im Zweiten Weltkrieg versenkt wurde. Ruht hier das letzte Geheimnis der Nationalsozialisten in 123 Metern Tiefe? Das deutsche U-Boot war zum Ende des Krieges ein Schulungsschiff. Doch kurz vor Kriegsende lief es plötzlich aus. Wohin und mit welchem Auftrag bleibt unklar. Heute geht man davon aus, dass jemand eigenmächtig mit diesem Boot fliehen wollte. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass ein U-Boot-Kommandant eigenmächtig entscheidet, sich abzusetzen? Und wenn doch, wohin? Ein deutscher Offizier, der ohne Plan einfach fliehen will? Und was ist mit seiner Mannschaft? Ebenfalls junge Menschen. Würden sie einfach ohne offiziellen Marschbefehl diese Entscheidung mittragen? Unwahrscheinlich. Dass dieses U-Boot einen wichtigen Auftrag erhielt, steht ohne Zweifel. Doch wer befand sich tatsächlich als Passagier an Bord dieser Hightech-Waffe? Und welche Fracht hatte das U-Boot geladen? Wichtige Pläne für Hoch- und Höchsttechnologie oder gar fertige Waffen? Doch vor allem, wo war sein Ziel? Südamerika oder doch ein geheimer Stützpunkt an einem entlegenen Ort? Anfang Mai 1945 stach das U-Boot U-3523 in See. Seit diesem Tag rätselt man über den Verbleib des Bootes. Hat es sein Ziel erreicht? Waren ranghohe Nationalsozialisten an Bord? Hatten sie Gold und Kunstschätze dabei? Auch soll sich Adolf Hitler selbst an Bord befunden haben, um zu einem geheimen Stützpunkt zu flüchten. Adolf Hitler escaped to freedom on U-3523. The idea that this mysterious submarine might have gotten away and taken Hitler with it, well, that rumor was laid to rest on the bottom of the ocean. If Hitler was ever on this U-boat, he didn't make it out alive. Ein CIA-Dokument aus dem Jahre 1955 besagt, dass sich Adolf Hitler und Gold auf diesem U-Boot befand und zu einem sicheren Stützpunkt bringen sollte. Dieses U-Boot wurde nach Auslaufen nie wieder gesehen. Es verschwand spurlos. Bis jetzt. U-3523 war ein Boot vom Typ 21, das modernste U-Boot des Zweiten Weltkrieges, welches allen anderen Booten haushoch überlegen war. U-3523 wurde im Januar 1945 in Dienst gestellt. Es war seiner Zeit weit voraus. Im September 1943 wurden 170 Boote im Auftrag gegeben. 118 wurden bis 1945 fertig und in Dienst gestellt. Ein abgefangener Funkspruch versetzte die Alliierten in Panik. Dönitz sprach von einer neuen Wunderwaffe.
Die Alliierten wussten sofort, dass es sich um den Typ 21 handelte. Sollte dieser Typ rechtzeitig das Schlachtfeld betreten, so wäre Deutschland in der Lage, das Kriegsglück zu wenden. Doch wussten die Alliierten nicht im Detail, wie fortschrittlich diese Waffe tatsächlich war. Deutsche Ingenieure beginnen einen völlig neuen U-Boot-Typ zu entwickeln. Den sogenannten Typ 21. Ein Hightech-Unterseeboot, das es so bisher noch nicht gab. Die U-Boote sind in allen Belangen die modernsten ihrer Zeit und die gefährlichste Unterwasserwaffe des Zweiten Weltkrieges. Diese fortschrittliche Waffe sollte den U-Boot-Bau revolutionieren. Deutschland setzte bereits 1944 einen Meilenstein der modernen Kriegsführung unter Wasser. Mit seiner hohen Unterwassergeschwindigkeit, den langen Tauchzeiten und der extrem langen Reichweite konnte das U-Boot jedes alliierte Ziel erreichen. Die neuen Unterwasserboote die ersten, die diesen Namen auch verdienen. Die bisherigen Boote gingen unter Wasser in dem Augenblick, wo Gefahr war, wo der böse Feind kam, durch Flieger oder Überwasserstreitkräfte. Dieses Boot sollte ständig unter Wasser fahren und nur auftauchen zur Ortsbestimmung. Wir hatten also einen sogenannten Schnörchel, das ist ein dicker Mast gewesen, der über die Wasseroberfläche hinausging, eine kleine Haube, die über der Wasseroberfläche hinwegfuhr. Das war das Einzige, was von dem Boot zu sehen war. Durch diesen Schnörchel wurde die Luft angesaugt, damit das Boot unter Wasser auch mit Diesel fahren konnte. Und auf diese Art und Weise war man dem bösen Feind unsichtbar geworden. Mit Hilfe des Schnorchels haben deutsche U-Boot-Torpedos in den letzten 3 Monaten über 1,5 Millionen Tonnen feindlichen Nachschubschiffsraumes vernichtend getroffen. Vom Verlassen des Hafens bis zur Rückkehr operieren die Boote ausschließlich in den Tiefen des Meeres. Mit der völlig geänderten Taktik ist für die Männer an Bord eine Leistung von unvorstellbarem Ausmaß verbunden. Bis zu 12 Wochen ununterbrochen unter Wasser ist der Erfolg ihr schönster Lohn. Mit den lageunabhängigen Torpedos, die ohne optische Zielerfassung abgefeuert werden konnten, hätte man dem nichts entgegenzusetzen. Ein Echolot-System namens Nibelung soll das bisherige optische Zielen ersetzen. Der Kommandant muss nicht mal mehr das Seerohr ausfahren, wenn er die neuen lageunabhängigen Torpedos abfeuert. Das U-Boot brauchte nichtmals optisch mittels Seerohr das Ziel erfassen. Ergo verriet es auch nicht seine Position. Ermöglicht wurde diese revolutionäre Taktik, die bis heute angewendet wird, durch das sogenannte Nibelungengerät. Das Nibelungengerät ist ein Echolot, welches das Ziel erfasst, Kurs, Entfernung und Geschwindigkeit errechnet. Nach Feststellung dieser Parameter wurde ein lageunabhängiger Torpedo, der Zaunkönig, abgefeuert. Einmal im Wasser fand er sein Ziel akustisch durch die Schraubengeräusche des Schiffes. Diese Technologie war sehr weit fortgeschritten zum Ende des Krieges und die alliierten Abwehrmaßnahmen wie Geräuschbojen konnte der Zaunkönig erkennen und umgehen. In einer anderen Dokumentation gehe ich näher auf diese Technologie ein. Link in der Videobeschreibung. Dort von U-505 befand sich die neueste Waffentechnik der Deutschen. Diese Waffentechnologie wird bis heute, wenn überhaupt, nur als Randnotiz erwähnt. Und doch sollte sie den modernen Krieg revolutionieren. Der U-Boot-Typ 21 fährt schneller als jeder Konvoi und das unter wie über Wasser. Angetrieben wurde das Boot von 2 Dieselmotoren mit jeweils 4000 PS und 2 Elektromotoren mit ebenfalls je 4000 PS. Durch die neuartigen Akkumulatoren konnte das Boot sehr lange getaucht fahren und musste nur zum Aufladen der Akkus dicht an die Oberfläche. Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen und hatten einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne versorgt zu werden. Diese Boote sollten mit 400 Booten die Küste von Amerikas blockieren. Jetzt erzähle ich mal was. Da wollten wir Amerika mit aushungern. Da wäre kein Schiff rausgekommen aus Amerika. Die Dieselmotoren wurden über einen Schnorchel betrieben, sodass es nie vollständig auftauchen musste. Die längste Fahrt am Stück war bei einer Erprobung 70 Tage unter Wasser. Die Elektromotoren waren sehr leise und somit war das U-Boot kaum bis gar nicht zu orten. Es hatte eine Reichweite von 15.500 Seemeilen, was etwa 28.700 Kilometer entspricht. Durch seine Bauweise des Druckkörpers, ähnlich einer 8, konnte es extrem tief tauchen. Offiziell lag die Zerstörungstiefe bei 300 Metern, doch tatsächlich konnte es wesentlich tiefer tauchen. Wir haben ja die Tieftaucherprobung gefahren, bis auf 400 Meter. Und da knackte es schon ganz schön. Und das ist auch ein ganz ungemütliches Gefühl, muss ich sagen. Es hat eine Länge von 76 Metern und eine Besatzung von 57 Mann. Die Sektionsbauweise ist ebenfalls revolutionär.
Die einzelnen Sektionen werden tief auf dem Festland gefertigt, in gleich mehreren Standorten. So entging man der Totalvernichtung durch einen einzigen Angriff mit Bomberstaffeln und machte es dem Gegner zusätzlich schwer, da er nicht wusste, wo genau die Produktion stattfand. Lediglich an 3 Werften, Hamburg, Bremen und Danzig, wurden die Sektionen zu einem fertigen U-Boot zusammengesetzt. Diese U-Boote waren ihrer Zeit so weit voraus, dass sie noch lange nach dem Krieg von den US-Amerikanern und den Sowjets eingesetzt wurden. Zudem waren sie der Urvater jedes modernen U-Bootes und auch das erste atomgetriebene U-Boot der Welt, die USS Nautilus, entstand auf den Plänen der deutschen U-Boot-Konstrukteure von 1943. U-3523 befand sich auf dem Marsch. Dort traf es auf weitere U-Boote mit Kurs Norwegen. Da niemand weiß, welchen Auftrag die Besatzung von U-3523 hatte, kursieren heute viele Spekulationen um das Boot. So soll es im Rahmen der Operation Regenbogen durch seine Besatzung selbst versenkt werden und fuhr deswegen nach Norwegen. U-3523 schloss sich mit U-534, U-3017 und U-3503 zusammen. Es erfolgten alliierte Luftangriffe nach Entdeckung der U-Boot-Gruppe, doch U-3523 entkam. U-534 wurde versenkt und nach dem Krieg gehoben. Ich habe bereits über die Hebung des U-Bootes berichtet. Link in der Videobeschreibung. Wow! Seit dem 5. Mai 1945 liegen über U-3523 keine weiteren Angaben vor. Es verschwindet spurlos. Am 6. Mai 1945 entdeckte ein britischer B-24 Liberator-Bomber ein U-Boot und warf Bomben. Die Bomberbesatzung sah einen Ölteppich und Trümmerteile an der Oberfläche schwimmen. Man ging davon aus, das U-Boot vernichtet zu haben und meldete die Position. Es konnte sich nur um U-3523 gehandelt haben. So vermuteten die Briten und somit war das U-Boot unter Kommando von Willy Müller das letzte im Kampf versenkte U-Boot des Zweiten Weltkrieges. Man ging davon aus, dass sich das Boot an der gemeldeten Stelle befinden muss. Doch im Jahre 2018 fanden Forscher des Seekriegsmuseums Jütland ein Wrack im Skagerrak. Taucher tauchten in eine Tiefe von 123 Metern, um festzustellen, um was für ein Wrack es sich handelt. Erstaunt sehen die Taucher ein Wrack, welches eine sehr ungewöhnliche Position eingenommen hat. Der Bug befindet sich im Sand. Das Heck ragt steil etwa 20 Meter aus dem Meeresboden. Schnell wird den Tauchern klar, dass sie hier etwas ganz Seltenes gefunden haben. Es handelt sich um den deutschen U-Boot Typ 21. Doch an dieser Stelle sollte sich kein deutsches U-Boot befinden. Die Männer standen vor einem Rätsel, da die einzige Versenkung von U-3523 etwa 9 Seemeilen entfernt von den Briten eingezeichnet wurde. Wie kommt das Boot also hier hin und um welches Boot handelt es sich? Es soll sich tatsächlich um U-3523 handeln, welches hier in 123 Metern am Grund des Skagerraks befindet. Warum meldeten die Briten einen falschen Versenkungsort? Wusste man, dass diese hochmodernen U-Boote mit kostbarer und möglicherweise kriegsentscheidender Ladung zu einem geheimen Stützpunkt unterwegs waren? Wollte man diese kostbare Fracht bergen und nannte deswegen falsche Koordinaten? Dass eine Seezielbekämpfungsmannschaft eines Bombers sich um 9 Seemeilen, also fast 17 Kilometer, verrechnet hat, ist nahezu ausgeschlossen. Es ist nicht das erste U-Boot, welches nach seiner Versenkung von Spezialkräften geplündert wurde. Ich berichtete bereits in anderen Dokumentationen über Wracks deutscher U-Boote, die gefunden und teilweise gehoben wurden. Link in der Videobeschreibung. Der Direktor des Museums, Gerd Normann, ist sich sicher, dass es sich um U-3523 handelt. In der dänischen Nordsee haben Forscher das Wrack eines seltenen deutschen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg in 123 Metern Tiefe gefunden. Das U-Boot ist am 6. Mai 1945, 2 Tage vor Kriegsende in Europa, von einem britischen Flieger versenkt worden, teilte das Seekriegsmuseum Jütland mit. Jedoch betonte er, dass niemand weiß, wer oder was sich auf diesem Boot befindet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass jemand mit dem U-Boot fliehen wollte, als sich die deutsche Kapitulation abzeichnet. Auch ist er sicher, dass niemand die Genehmigung erhält, das U-Boot zu heben, um seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Dazu Direktor Gerd Normann Andersen. Niemand hat die Erlaubnis, das U-Boot zu bergen, da bin ich mir sicher. Es müssten die Behörden sein, die Kontakt mit Deutschland aufnehmen und sagen, dass sie es gerne retten und untersuchen lassen wollen. Heute ranken sich viele Mythen um das U-Boot. Warum und wohin war es unterwegs? Wer war an Bord und was hatte es geladen? Ob sich auf diesem U-Boot das legendäre Bernsteinzimmer befindet, das Gold und die Kunstschätze, geheime Technologien oder gar Adolf Hitler selbst, bleibt weiterhin ein Rätsel.
Auch ob das Boot nach Südamerika fahren sollte oder zu einer geheimen Station im ewigen Eis. Die Basis 211 in der Antarktis bleibt ebenfalls ungeklärt. Was man mit Sicherheit sagen kann: Solange das U-Boot nicht gehoben wird, wird es weitere Spekulationen geben. Eine Hebung würde Klarheit über Fracht, falls noch nicht im Geheimen geborgen, und über die Besatzung und mögliche Passagiere bringen. Solange die letzten Archive nicht für die Weltöffentlichkeit geöffnet werden, werden wir auch nie die komplette Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg erfahren. Heute liegt ein U-Boot des Typs 21 in Bremerhaven. 3 weitere U-Boote liegen bis heute in einem Bunker unter Hamburg. Ich berichtete bereits in einer Dokumentation darüber, Link in der Videobeschreibung. Warum liegen deutsche U-Boote des Dritten Reiches bis heute im Sand und rosten vor sich hin? Mir liegen Filmaufnahmen vor, die uns einen Einblick in das Innere des Bunkers verschaffen. In diesem Video werdet ihr das Geheimnis von Hamburg erfahren. Dieser Film ist den 57 Besatzungsmitgliedern von U-3523 gewidmet, die auf dem Grund des Skagerraks den Heldentod und ihre letzte Ruhestätte fanden. Allen Soldaten aller Nationen und allen zivilen Opfern, die in diesem schlimmen Krieg ihr Leben verloren. Besonders in unseren Zeiten, wo die Politik von einer erneuten Kriegstüchtigkeit spricht und Krieg als notwendiges Mittel zur Rettung unserer demokratischen Werte in Betracht gezogen wird, ist es umso wichtiger, sich gegen Krieg auszusprechen. Erst wenn die Menschen verstehen, was Krieg bedeutet und dass die Politiker, die den Krieg der Diplomatie und Waffen statt Hilfsgüter vorziehen, nicht dort kämpfen und sterben müssen, ist ein erneuter Krieg zu verhindern. Erst wenn die Masse nicht bereit ist, erneut die junge Generation zu opfern, wird Krieg verhinderbar sein. Friede ist der Naturzustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts. Johann Gottfried von Herder, deutscher Dichter, Philosoph und Theologe.